Leute, die versuchen, Dinge zu vergessen. Es gibt Leute, die sich verlieben. Es gibt Leute, die locker lassen können. Es gibt Leute, die trotzdem verkrampft sind. Diese ganzen Dynamiken der normalen Gesellschaft sind dort halt alle ganz komprimiert und auf einem Punkt, nur halt in ein bisschen anderem Kontext. Und manchmal denke ich mir auch so, warum bin ich hier? Was ist meine Gemeinsamkeit mit diesen Leuten? Gott sei Dank ist es dann aber immer wieder die Musik. Das hat mich einfach so gepackt, das ist eine never-ending Story. Also es fühlt sich an, als gäbe es immer was zu sagen dort. Diese Musikrichtung an sich rezitiert sich ja schon selbst. Deswegen, das ist jetzt schon so ein eigener Kosmos geworden. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass mich das irgendwann nicht mehr fasziniert. Naja, wir haben ja verschiedene Produktionsweisen. Entweder entsteht es halt gemeinsam im Jam oder einer kommt mit einer Idee an, wo schon das Thema eigentlich steht und was man dann zusammen arrangiert und ergänzt. Aber bei diesem Track konkret weiß ich noch, du hattest erst dieses etwas dirtigere Thema. Ja. Ne? Und dann wollten wir eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen. Und da hatten wir schon voll viele so dreckigere Sounds auch gebaut. Und dann plötzlich kamst du an mit dieser mega positiven Percussion. Was gar nicht gepasst hatte so. Genau. Und das war dann so plötzlich so voll der Stilbruch. Ich sehe das gar nicht so, weil das eine jetzt so stressig ist, sondern so Yin und Yang mäßig. So wenn jetzt wir nachts uns da in so Situationen schmeißen, wo dauernd Reize kommen, die unkontrolliert sind und alles auf einmal und gleichzeitig und Bam und der totale Input, dann braucht man natürlich zum Ausgleich, wenn man irgendwie ein ausgewogenes Leben führen will, braucht man ja auf jeden Fall mal Ruhe, kontrolliert, nur nach meinem Rhythmus, Klarheit, Feinheit, Konzentriertheit auf eine Sache. Das sind so genau die Attribute, was du halt dann im Club ja nicht suchst oder findest. Ne? Also in der Freizeit geht der Martin, interessierte sich eigentlich hauptsächlich für Berge und alles, was damit zu tun hat. Was eine total schöne Eigenschaft an ihm ist, dass wenn er in einer Sache drinne ist, in einem Moment, dann ist er da richtig tief drin. Ob das jetzt beim Musikmachen ist, dann ist er da sehr konzentriert. Oder auch beim Auflegen, wenn er da in einem richtigen Modus ist. Bei mir geht es auch darum, so ein bisschen seine Komfortzone irgendwie zu verlassen. Und da ist es erstmal eine Angst vor dem Ungewissen. Was kommt da jetzt auf mich zu? Das kann ja wirklich auch eine ernste Situation dann irgendwie ergeben, wenn ich irgendwo in der Wand bin. Als Selbstständiger und als DJ hat man dann doch relativ viele Sachen immer im Kopf. Man muss sich um Instagram kümmern, um soziale Medien etc. Und es fällt mir persönlich dann relativ schwer, oft einfach abzuschalten. Heiko ist super zuverlässig, sehr zielstrebig, sehr fokussiert, absolut verlässlich, ein guter Zuhörer, auch ein Mann, der mal ein Ohr für einen hat, wenn es einem mal nicht so gut geht. Definitiv, er lässt einen nicht hängen, will manchmal mit dem Kopf durch die Wand. Die sind einfach immer hier, zu jeder Jahreszeit.
auch immer, passiert ja nichts, ne? Stehen einfach ganz entspannt rum. Wenn man dann sich hier hinstellen, dann kommen die meistens an. Und wenn man die so betrachtet, dann ja, denkt man sich halt, ja, warum nicht einfach nur den ganzen Tag rumstehen? Also Stresshormone kennen die ganz bestimmt nicht. Weiter geht's, oder? Also es entspannt mich eigentlich von allen Dingen, die sonst auf mich einprasseln. Also ich habe Ruhe, ich gehe genau das Tempo, was gerade angebracht ist. Das sind oft so meditative Zustände, die man da hat. Also schon Kraftwerk haben das so schlau erkannt. Die sind auch immer tagsüber Fahrrad fahren gegangen und nachts Musik machen. Die angstbeladene Seite ist natürlich, dass man einen Teil von sich gibt und sich in Abhängigkeit zu einer anderen Person gibt. Und das ist natürlich immer ein Risiko. Und da entstehen natürlich auch schnell Konflikte und Gefahren, weil man nicht einfach alles nur so in seiner Komfortzone machen kann, sondern weil man so andauernd immer den Kompromiss mit dem anderen finden muss. Na, Fluch ist, glaube ich, so ein bisschen, die Kunst ist es auch, nicht in den Höhenflug zu kommen, nicht den Boden zu verlieren und abzuheben. Segen ist natürlich ist eine enorme Bestätigung. So, ist ein Privileg, überhaupt das machen zu dürfen und dass zu einem Leute kommen und zu deiner Musik tanzen oder deine Musik kaufen und natürlich ein tolles Gefühl. So. Wir haben zum ersten Mal zusammen Golden Gate gespielt und waren alle beide eigentlich nicht gebucht. Zu der Zeit war das öfters mal so der Sport, sag ich mal, dass man DJs, die gespielt haben, ein bisschen überredet hat, die Decks abzugeben. Und dann war auf einmal er da und ich da. Beide wollten wir spielen. Dann haben wir zusammen gespielt. Das wurde noch eine wunderschöne Nacht bzw. einen Morgen und hatten dann bestimmt noch 6-7 Stunden zusammen gespielt, was auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis für uns beide, denke ich mal, war. Und es hat gleich so gut geklappt und wir das Potenzial gesehen haben, um es weiter auszubauen. Man scannt natürlich die Crowd. Was sind dort für Typen? Wir sind meistens eine Stunde vorher da und dann merkt man ja schon die Stimmung, man hört, was spielt der DJ vor einem, wie reagieren die Leute drauf. Und da versuchen wir entweder anzuknüpfen oder wir versuchen, was total Neues zu generieren und irgendwie ein neues Gefühl zu erzeugen.
meaningless samsara. Till this present life hasn't given you satisfaction or fulfillment. Eat therefore this food of good concentration, fortunate